Wie ihr wisst, lassen wir uns eigentlich durch nichts so schnell aus der Ruhe bringen. Autopannen, Naturkatastrophen, die Rache der alten Inkas, nichts kann uns stoppen. Doch diesmal müssen wir fliehen. Und wir müssen zum ersten Mal ein Land unfreiwillig verlassen. Auf Flucht aus Peru. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video mit uns. Wir sind auf der Flucht. Wir sind das allererste Mal wirklich im Zeitstress aufgrund politischer Probleme. Alessandra kommt gerade, steigt ein, wir müssen jetzt weiter. Wir wollen aus dem Land raus, wir müssen aus dem Land raus. Die haben vor 2 Tagen die Präsidentin, war eine Präsidentin, ne? Eine Chica, ne? Also sie haben vor 2 Tagen die Präsidentin gestürzt. Und in weiteren 3 Tagen gibt es hier Generalstreik und dann brennt hier die Hütte. Also uns haben alle Peruaner gesagt, lasst jetzt das Land, ihr kommt hier sonst nicht mehr raus. Es gibt keine Migraciones mehr, also keine Grenzübergänge mehr. Die werden alle geschlossen und das macht es natürlich für uns problematisch. Wir werden es niemals bis nach Ecuador schaffen. Wir müssen erst 2 Tage durch ganz Peru durch und das sind ca. 3400 Kilometer bis nach Ecuador. Es ist also unmöglich. Aber wir können es schaffen, in 2 Tagen bis nach Bolivien zu fahren. Das sind nur 800 Kilometer. Solange dort die politischen Unruhen sind oder hier die politischen Unruhen sind, fahren wir nach Bolivien in der Hoffnung, dass da besser ist, weil da sind auch Wahlen. Und ja, so. Pero podemos usar el tiempo consentido. Genau, wir haben ja noch einen Sinn, nach Bolivien zu fahren, weil wir einfach für unseren Shop dann noch was einkaufen möchten. Also 2 Fliegen mit einer Klappe. Aber zuerst müssen wir jetzt mal raus hier aus dem Urwald, weil es ist Schweine heiß, also wirklich unaushaltsam. Ja. Und solange man sich nicht bewegt, geht das nicht. Ich bin klitschnass geschwitzt. So, also, meine Lieben, auf geht's in die Berge, raus aus Peru. Jetzt sollte nichts mehr schief gehen, auf jeden Fall. So, Hermann an. Jetzt. Hermann läuft, auf geht's. Genauso wie uns Peru begeistert, schockiert es uns auch. Es ist alles voller Müll. Neben den Straßen ist es am schlimmsten. Ja, ihr Lieben, das war so toll, das war so unglaublich toll hier im Urwald. Wir waren ja schon in Paraguay, im Pantanal, da war das schon toll. Und hier halt im Amazonas, es gibt total viele Tiere, die Insekten, der Sound, die Feuchtigkeit. Ich sag mal, man fühlt sich wie im Uterus, weil es halt so 35, 36 Grad sind. Kein Wind und wenn man sich dann nicht richtig bewegt, ist es auch nicht so heiß. Eiskalten Tereré trinken oder eine kalte Cola, das ist schon richtig, richtig, richtig cool. Und wie immer, wir waren letztes Mal in Paraguay auch so traurig. Es ist traurig, hier loszufahren. Das sind so die letzten Orte auf diesem Planeten, wo die Natur noch so komplett in Ordnung ist und wo man so viel von der Natur aufnehmen kann, wo einem die Natur an sich einfach bereichert. Nicht, weil man eine tolle Aussicht hat und nicht, weil man so ein tolles Hotel hat oder so, sondern einfach mit der Vielfalt an Gerüchen, Geräuschen. Einfach ist es einfach schön. Es ist einfach wunderschön. Ja, und so sind wir jetzt ein bisschen traurig, aber heute geht's los. Die Strecke zieht sich, weil sehr viele LKWs unterwegs sind. Außerdem fahren die Peruaner oft in Gottvertrauen und überholen sehr riskant. Wir halten lieber Abstand. Und dann geht es auch schon wieder in die Berge. Vor uns liegen die Anden, fast 5000 Meter, auf in den Altiplan. Ey, zum Glück sind wir unten raus aus diesem Amazonas-Becken. Boah, das war so heiß. Jetzt können wir endlich mal mit Mali Gassi gehen. Die konnte vorher nicht mal laufen. Also sobald wir die rausgenommen hätten aus dem Haus, hätte die einen Hitzschlag bekommen. Das war echt richtig heiß. Gut, aber hier geht's. Hier ist es nicht mehr so ganz so heiß. Es ist schon auf 400 Meter. Und hat sich alles verändert. Boah, und nicht mehr ganz so feucht. Gut, jetzt haben wir die Hälfte schon geschafft. Und jetzt nochmal... Ja, es sind jetzt noch 360 Kilometer, dann sind wir am Titicacasee, also am nördlichsten Punkt des Titicacasees. Von dort ist es ja immer noch 200 Kilometer bis Bolivien, aber
Es kommt jetzt noch ein Dorf, das heißt Puno. Das ist so der Hotspot der Proteste. Da wohnen die Indigenen, da geht es halt richtig ab. Und da müssen wir jetzt als erstes durch. Und dann können wir durchatmen. Dann können wir echt ein bisschen ruhiger machen, weil dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Aber die haben uns alle gesagt, fahrt durch Puno vorher durch. Wenn ihr das nicht vorher geschafft habt vor dem Generalstreik, dann kommt ihr da gar nicht mehr durch. So, das war's, Zwischenetappe. Sind wir auf 2000 Meter. Echt ganz cool Ort, hier ist so ein kleines Restaurant, die lassen uns hier stehen, direkt am Fluss. Und ist irgendwie erinnert es mich so ein bisschen an die Alpen. Schaut euch das mal an. Geil. Also zur Info, wir stehen nicht am Bernardino-Pass, sondern kurz davor, wieder aufs Altiplan zu fahren. So, wir machen aber heute nichts mehr, weil wir ganz schön im Arsch sind. Wir sind uns morgen und dann geht's weiter rauf Richtung Titicacasee, Richtung La Paz. ¿Y dicho no hacemos nada más hoy? No, Nada. oímos el río tan fuerte y lentamente nos dormimos. So sieht's aus. So, guten Morgen, ihr Lieben. Das ist total cool in Peru. Also man muss ja nicht immer dafür zahlen, wenn man irgendwo steht. Oftmals kann man bei einem Restaurant stehen und einfach sagen, du pass auf, ich esse morgen Frühstück bei dir oder ich esse jetzt hier so eine Forelle. Und dann kann man eben umsonst dort stehen. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen früh dran. Bis jetzt sieht das Restaurant noch so ein bisschen geschlossen aus hier. Aber auch scheißegal. Ich werde die jetzt mal anquatschen, ob die uns was zum Frühstück machen kann. Wenn nicht, hauen wir halt einfach ab, dann war es auch gratis. So, weil Forelle wollte ich gestern nicht mehr, ich hätte keinen Hunger mehr. So, mal gucken, ob es jetzt hier Frühstück gibt. Und dann geht es weiter Richtung Berge. Und wir sind ja jetzt schon wieder auf 2000 Meter hoch. Das Klima hat sich so gewandelt. Vor 2 Tagen bin ich noch in Flipflops durch die Gegend gelaufen. Es war mir so heiß, dass ich kaum atmen konnte. Also es gibt hier in Südamerika immer nur heiß oder kalt. Normal oder Mitte gibt es eher selten. Ja. Jetzt haben wir gewartet eine halbe Stunde, weil die gesagt haben, in einer halben Stunde kann man frühstücken. Jetzt gibt es aber nicht so richtig Frühstück. Also es gibt ein besonderes Frühstück. Also es gibt frittierte Forelle, für mich und für Alessandra frittierten Käse zum Frühstück. So, gleich mal richtig durchstarten, aber dann haben wir wenigstens einen Bauch voll. So, also gibt es jetzt Fisch zum Frühstück, habe ich auch noch nicht gemacht. Mal was Neues. Also nach dem Saufen einen Rollmops, aber eine frittierte Forelle am Morgen, das ist schon eine andere Nummer. So, Essen ist da. Forelle. Forelle, echt Forelle. Und Käse, frittierter Käse zum Frühstück. Die Kartoffeln nehmen wir mit, das ist ein bisschen heftig zum Frühstück. Und scharfe Soße will ich heute auch nicht. Aber sonst super lecker, wie immer. Man kann diese Forelle mit Gräten essen. Also die Gräten sind nach dem Frittieren so, ja, so nicht weich, kann man nicht sagen, aber crunchy. Kann man einfach mitessen, muss man nicht rausnehmen. Cool. Hammer Frühstück. So, jetzt sind wir oben wieder im Altiplan. Wir haben ja gedacht, wir fahren gar nicht mehr in den Altiplan. Das ist ja alles hier nicht geplant gewesen und hat sich alles jetzt mit der politischen Situation in Peru verändert. Wir haben jetzt noch 2 Tage bis zum Generalstreik. Wir werden das heute hoffentlich bis hinter Puno schaffen. Und dann kommt nur noch eine Stadt, das ist die Grenzstadt Casani. Und da fahren wir dann auch in Bolivien rein. Das heißt also, wir müssten heute nach Puno und morgen dann sozusagen über den Grenzübergang. Und übermorgen ist der Generalstreik.
Und hier oben regnet es natürlich ordentlich, ist ja immer an der Küste, also an den Bergen, wo es die Wolken aus dem Amazonas-Regenwald gegendrückt, ist immer feucht. Und hier werden ja die Flüsse gespeist, die dann in den Amazonas fließen. Und das merkt man halt auch. Also wir sind hier immer im Regen runtergefahren oder rauf. Also als wir die Todesstraße gemacht haben oder als wir runtergefahren sind in den Regenwald und jetzt auch wieder. Also hier ist immer Regen. Wir haben jetzt endlich wieder mal eine vernünftige Durchschnittsgeschwindigkeit, weil vorher im Regenwald hat man mal so gesehen, sind noch so 100 Kilometer, 3,2 Stunden. Du weißt also, du bist sehr langsam. Und jetzt steht hier halt 2 Stunden für 150 Kilometer. Das ist schon natürlich eine andere Nummer. Und man merkt es auch, man kann halt wieder richtig fahren. Eigentlich, wenn man im Altiplan ist, merkt man die Höhe ja nicht, weil man sieht ja, kann ja nicht runtergucken, das ist ja alles glatt. Man merkt halt nur, dass einem echt der Schädel drückt, wenn man auf 0 Meter war. Und dass der Motor halt nicht so viel Leistung hat. Also das merkt man halt. Aber sonst nimmt man den Altiplan ja grundsätzlich nicht wahr, weil es einfach eine Flachebene mit ein paar Hügeln ist. So, angekommen in Juliaca, Altiplan. Jetzt sind wir schon auf einer Ebene mit dem Titicacasee. Nächste Stadt ist Puno, da sind wir schon da, wo die schwimmenden Inseln sind. Und von dort aus bis Casani, Bolivien ist nun wirklich nicht mehr weit. Jetzt versuchen wir ein paar Sachen zu kaufen, die es natürlich hier nicht gibt. Das macht es ein bisschen kompliziert, also fahren wir gerade einen Supermarkt nach dem anderen an, bis wir dann endlich das gefunden haben, was wir wollen. Hast du? Nein. Wir fahren durch die Stadt Juliaca. Die Schönheit ist an dieser Stadt eher vorbeigelaufen. Es ist chaotisch, laut und stinkt. Es zieht sich ewig und wir setzen sogar einige Male mit dem Motor auf. Das ist uns vorher auf der ganzen Reise nicht ein einziges Mal passiert und hier in Juliaca dann gleich öfter. Wir sind fast angekommen und glücklich und dann passiert es. Festgefahren. Kuhschossen. Nein. Das ist fest. Vero. Differenziale on. Probieren. Bien, ¿usted? ¿Todo bien? Ciao, gracias. Ciao. Guten Morgen. Ja, mir steht der Schlaf noch im Gesicht.
Es war eine mega Nacht. Total schön. Also das ist ja immer der Vorteil, wenn es so ein bisschen kälter ist, dass man einfach gut schlafen kann. Wenn es so warm ist, dann schläft man ja generell nicht ganz so gut. Ja, wir sind, haltet euch fest, wir sind am Titicacasee. Wieder. Da hinten ist die Isla del Sol und da ist La Paz und Copacabana, der Grenzübergang. Also da hinten in der Ecke. Das sind jetzt noch 59 Kilometer und dann fahren wir rüber nach Bolivien. Weil, ich habe es ja schon gesagt, es gibt politische Unruhen in Peru und ab morgen ist Generalstreik. Und beim letzten Generalstreik haben die das Grenzhäuschen in Casani abgefackelt. Also das haben wir ja schon gesehen, das abgefackelte Häuschen. Und da wir keinen Bock darauf haben und die Indigenen hier oben auch immer so richtig durchdrehen mit Machete und allem drum und dran. Und da willst du natürlich als Gringo dann nicht mittendrin stecken. Fahren wir heute Morgen gleich rüber, bleiben noch eine Nacht in Copacabana und morgen geht's dann ab nach La Paz. Ja, und da können wir Weihnachtsgeschenke kaufen. Wie geil. Ja, freuen wir uns drauf. Für euch, für unseren Job. Ja, und aber vorher bleiben wir noch eine Nacht in Copacabana, weil es ist da so schön und so mystisch und das war einer der Orte, der uns mit am besten auf der ganzen Reise gefallen hat. Und da entspannen wir ein bisschen, kann Mali ein bisschen schwimmen gehen im Titicacasee. Und wir können uns noch mit Freunden treffen, die wir da beim letzten Mal kennengelernt haben. So, jetzt gibt's Frühstück und dann ab auf die Piste, 59 Kilometer auf nach Bolivien. Baby, es geht auf nach Copacabana. Ja. Schön, ne? Schön. Gibt's erstmal Frühstück. Wir filmen uns ja sonst nie beim Frühstück, weil wir morgens keine Lust haben. Naja, ey, ganz im Ernst, der Job fängt nach dem Frühstück an. Nee, Blödsinn. Aber bei uns gibt's immer, also bei ihr gibt's immer Haferflocken mit Apfel und Leinsamen und Chiasamen und allen Samen, die es so gibt, als Samen. Die sind ein bisschen langweilig am Frühstück. Nein, die sind nicht langweilig, wir sind gesund. Und bei mir... Ja, aber immer das Gleiche. Ja, dann halt immer das Gleiche. Das ist wie beim Pferd, ist auch mal das Gleiche, wird auch schön alt. So. Nee, aber ich darf keine Haferflocken essen, weil ich ja so ein bisschen mit meiner Schilddrüse habe und mit der Schilddrüse darf man eben keine Haferflocken essen. Deswegen esse ich Mais-Cornflakes. Und ich mache auch keine Werbung hier, also nur Cornflakes. So, das ist unser Frühstück, packen wir alles zusammen und dann geht's los. Komm, auf, hier, dein Futter. Danke. Ja, das ging echt schnell. Also das waren jetzt 60 Kilometer und vor uns liegt jetzt die Grenze. Das sind jetzt hier noch 800 Meter. Auto auschecken in Peru, uns auschecken in Peru. Für den Hund haben wir keine Papiere. Wir hoffen aber, dass Bolivien die auch nicht sehen möchte. Das wäre jetzt echt scheiße. Und ja, und dann halt einchecken in Bolivien. Mal gucken, wie viele Tage die uns geben. Also wir haben eigentlich nur noch 7 Tage. Vielleicht können wir den ja ein bisschen motivieren, uns mehr zu geben. Mal gucken. Gut, das können wir natürlich nicht filmen. Also wir werden euch danach sagen, wie das gelaufen ist. Ja, naja, also wie das jetzt gelaufen ist, also gut oder schlecht, kann man gar nicht so sagen. Also die haben gleich gemerkt, ja, also ihr habt aber nur 5 Tage jetzt im Land. Und wir so, oh scheiße, 5 Tage, es reicht nicht aus für das, was wir vorhaben. Und es ist immer, das größte Problem ist immer das Auto. Also man selber zahlt eine Strafe. Wir haben einen Freund hier, einen Franzosen, der war auch in unserem Video drin mal. Haben wir das vorgestellt, das Leben in Bolivien, hier oben könnt ihr gucken. Aber der hat, dem seine Tochter, die ist einfach einen Monat länger geblieben und die zahlen halt Strafe. Und diese Strafe ist aber verschwindend gering. Die ist in Peru, sind es ca. 1,20 € am Tag. Das wird in Bolivien nicht mehr sein. Ne? So, und deswegen Glück im Unglück. Die haben uns für unser Auto einen 90-Tages-Tipp gegeben. Das heißt also auf unserem Papier vom Auto, das ja eigentlich das Problem ist für die Ausreise, steht drauf, dass es erst am 1. Januar ausreisen muss. Das heißt also,
Ja, wir können das, also ich denke, wir können es locker sehen. Wir gehen natürlich zur Einwanderungsbehörde in La Paz. Wir fragen die nochmal, dass wir auch Sicherheit haben. Aber ich denke, wir können das locker sehen, weil wir haben ja einen Tipp fürs Auto, der 90 Tage geht. Wir zahlen halt für uns die Strafe und das war's. Und dann bleiben wir einfach 2-3 Wochen im Land. Perfekt. Also wir sehen es jetzt erstmal positiv und wenn nicht, müssen wir eine Lösung finden. Und Mali haben sie 2 gesehen und auch gefragt, wie sie heißt, aber wollten dazu keine Papiere sehen, so wie wir das erhofft haben in Bolivien. Das mögen wir ja so gerne an Bolivien. Aber da kam einer an, der war ja auch der geilste. Alle Zähne, Goldzähne gemacht, also der vom Militär. Ja, ich hätte dann gern mal den Feuerlöscher, das Warndreieck und die Westen gesehen. Da wusste ich schon, ey, wenn ich jetzt eins von denen nicht habe, muss ich hier bestimmt $30 lassen. Aber wir hatten ja zum Glück alles. Und er wollte ja noch das Warndreieck schon gar nicht mehr sehen. Aber das war die einzige Sache, die sie dann auf einmal sehen wollten. Und so, sonst war es schnell, ne? Also wirklich schnell. Also super Grenze. Wer keinen Bock hat auf lange Blabla, hier in Copacabana, Casani, das ist... So muss Grenze sein. Alle anderen laufen übrigens durch. Also nur wir Europäer zeigen unsere Passports da. Die Indigenen, die latschen da einfach durch. Das interessiert die überhaupt nicht. Die wohnen halt um den Titicacasee drumherum. Ja, das ist Bolivien, ne? Der Unterschied zu Peru ist halt, ich meine, hier gibt es auch total viel Tourismus, aber der ist so sanft, der Tourismus. Also die rufen einen auch ins Restaurant, aber die drücken einen nicht so und ist auch nicht alles nicht so überteuert. Also ein Hamburger kostet hier 2,50 €. Ist natürlich preislich gesehen eine ganz, ganz andere Nummer. Und eine Forelle kostet hier, was sind das, 30 bolivianische, wie heißen denn die Bolivianos? Genau, 30 Bolivianos. Aber 30 Bolivianos sind auch gerade mal 3 €. Ne? Wir zahlen für dasselbe Essen auf der anderen Seite 10. Das ist ein Unterschied. Außerdem gibt es diese Sicht. Was will man denn bitte mehr? Wir sitzen direkt am Titicacasee mit einer geilen Aussicht. Ja, wunderschön. Hermanito steht da unten. Können wir schön sehen. Perfekt. So, und ich esse jetzt wirklich einen Hamburger. Ich esse echt einen Hamburger. Habe ich richtig Bock drauf. Achten, hier gibt es was ganz Heißes. Ich weiß nicht, könnt ihr das lesen? Pollo Peking. Die Übersetzung ist Ficken Chicken. Also steht hier. Ich übersetze das jetzt einfach mal so. Mein Gott, also wirklich ein schöner Ort. Wie ein Meer. ¿Sabes ya qué comes? Ja, ich weiß es. Hamburger. Ay, lo sabía. Naja, das ist nicht der beste Burger, aber Ja. 2 €, was will man denn mehr? Pero tenemos la barriga llena ahora. Also meinen habe ich schon eingeatmet. Alessandra meint noch so, wo ist denn die Kamera? Ach, du bist schon fertig? Tú Das ist gar, siempre una introducción y cuando viene la comida no puedes esperar. genau, ich kann nie warten. Nada más. Also wenn das dann kommt, mache ich nur so und dann ist es weg. War schon immer so. Das gemachte Limonade. Die ist echt lecker. Gut, mit Wasser. Am nächsten Tag geht's dann endlich weiter Richtung La Paz. Wir müssen dafür wieder diese abenteuerliche Pontonfähre nehmen. Beim ersten Mal vor ein paar Monaten war es noch schlimmer. Jetzt haben wir etwas mehr Vertrauen. Ya miedo que me bajo aquí. ¿Ah? Ya miedo que se baja el coche. Sí. Hola, buena. Morgen. Wir hatten echt eine tolle Nacht in Copacabana. Das war super. Also wir haben da Freunde und das war einfach schön. Und wenn man da weg will, muss man halt wieder mit diesem Ponton-Ding hier fahren. Also, Esta vez 3 vehículos. genau, jetzt sind wir 3 Fahrzeuge hier. Das ganze Ding ist total provisorisch zusammengeschraubt. Ja, naja, egal. Wenn die größeren Fahrzeuge hier durchkommen, werden wir hier auch durchkommen. Wir haben es ja einmal geschafft, schafft man es auch ein zweites Mal. Jetzt geht es auf die andere Seite und nach 100 Kilometern sind wir in La Paz. Jetzt esse ich erstmal eine Panade. Was sind das für Empanadas? Empanada. Papas, huevo. Ja. Die machen so leckere Empanadas. Und du kannst halt überall, wenn du mit dem Boot fährst oder irgendwo wartest, gibt es halt Empanadas. Und die sind frittiert.
Richtig lecker. So, genau, wir bewegen uns. Oh, gib mir scharfe Soße, ich brauche jetzt scharfe Soße, sonst halte ich das nicht mehr aus. Oh Gott, ich tunke meinen ganzen Empanada da rein. Scharfe Soße, Achtung. So, hier die Empanada da rein. Und dann. In Bolivien, ich liebe dich. Was hat die gekostet? 7 bolivianos cada una. 50 cents. 50 Pfennig. Echt lecker. So, auf. Ja, schön, das ging schnell. Jetzt sind wir in El Alto. El Alto ist ja die gefährlichste Stadt in ganz Bolivien, sagen die Leute. Bisher hatten wir hier noch keine Probleme. Gut, aber das ist ja immer nur so lange gut, bis es dann passiert. Und das ist der obere Teil von La Paz. Das ist da alles ganz flach noch auf der Hochebene. Und La Paz selber geht ja dann so ins Tal runter. Und wir müssen jetzt echt die richtige Straße fahren, weil wenn du die falsche fährst in La Paz, dann kommst du überhaupt nicht mehr auf der anderen Seite an, weil du da nicht mehr hochkommst. Auf 4000 Meter hat das Auto ja auch weniger Leistung. Das heißt, man muss da schon die richtige Drehzahl haben, um überhaupt am Berg fahren zu können. Und unser Navi führt uns hoffentlich diesmal nicht wieder mit Google in irgendeinen Ort, wo wir gar nicht hinwollen. So. Das heißt, wir haben jetzt noch 25 Kilometer, dafür brauchen wir, 20, dafür brauchen wir 46 Minuten. Das heißt, es ist Verkehr. Und jetzt von El Alto runter nach La Paz, da wo wir hinwollen. Wir sind mitten in La Paz, genau in der Zone, wo das Handwerk hergestellt wird, wo natürlich auch viel touristischer Scheiß verkauft wird. Aber wenn man richtig schön sucht, dann findet man ganz, ganz tolle Sachen. Und wir haben eine Firma gefunden, die sitzen in El Alto, also da, wo die Indigenen sitzen. Und die stellen echten Aguayo her. Also echte Aguayo-Stoffe, nicht den synthetischen Aguayo, sondern den aus Schafswolle. Und da gehen wir jetzt hin und holen das ab, was bei uns im Shop kommt. Haben wir extra für uns produzieren lassen. Ich muss doch runter von der Straße hier. Den haben wir extra für uns machen lassen. Und ist ein total... Ja, sieht total anders aus, ist viel schöner, ist natürlich viel feiner. Schafswolle ist, ja klar, eine ganz andere Nummer als irgendwie so ein synthetischer Stoff. Genau, und jetzt gehen wir zu dem Shop und holen es ab. Vamos! Vamos! Los! Auf geht's! Und aufpassen hier, nicht überfahren werden, weil das ist ja immer mit dem Verkehr in La Paz ein bisschen schräg. Los! So, hier sind wir jetzt. Das sind die Stoffe, die wir einkaufen für unseren Aguayo und wir lassen die für uns extra produzieren. Also eine Größe, die es auf dem Markt nicht gibt. Wir machen unseren eigenen Rand dran und damit es eben auch schön aussieht, damit es für zu Hause schön aussieht, je nachdem, wofür man es verwenden möchte, Tischdecke, Überwurf oder wie auch immer. Und der Unterschied ist eben, dass es nicht so knallige Farben sind, sondern gefärbte Schafswolle und nicht eine Nylonfaser, die halt irgendwie in knallig rosa daherkommt. So, da haben wir jetzt eingekauft, richtig geilen Stuff, den holen wir jetzt ab. Das sind 90 Kilo, also dann schon was schleppen. So, na, dann geht's weiter. Wow. Die neuen Stoffe für unseren Shop. Und guckt euch das an, das ist so schön geworden. Das ist echt wunderschön. ¿Es ist todo ahora? Una más falta. Wir haben extra geguckt, dass es nicht ganz so farbenfroh ist. Ja? Also guckt mal hier oben drauf, das ist mein schönstes Muster, das liebe ich. Das ist ja schon fast griechisch, also wunderschön geworden. Und das passt auch in jede Wohnung, also das passt wirklich gut. Produkt nur für uns, von uns designt, für unseren Shop. Wir sind die Einzigen, die das haben. Echt richtig cool. So, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt im Taxi, fahren jetzt nach Hause oder dahin, wo unser Auto steht und unsere ganzen anderen Sachen gelagert sind. Und zum Glück gibt es hier immer wirklich schnell ein Taxi. Die sind auch relativ günstig und dann haben den ganzen Kram hier transportieren. Weil es sind, was sind das, 90 Kilo? Fast. Also fast 90 Kilo, ja, eine ganze Menge Holz. So, das wird richtig schön, ne? Ja. Also, Sie ven
bonito, bonito, bonito. Also wirklich wunderschön geworden. Also und, einzigartig mit der Hand genäht, also mit der Maschine zwar, aber alles per Hand nochmal eingenäht. Echt super schön. So, dann kommt mal mit. Hier, wir haben nämlich unser kleines Office hier. Und Alessandra macht fleißig Fotos für unsere Webpage. Hier sind schon die neuen Produkte, Rucksäcke, alles. Und wir müssen natürlich von jedem Einzelnen ein Foto machen, weil wenn man Unikate verkauft, dann kann man ja nicht ein Foto für 100 Bilder machen, also ein Foto machen für 100 Produkte. Wie läuft's? Alles gut? Alles gut. Kommst voran? Langsam. Muchas fotos que hacer, pero vamos. Und wir haben total Glück, dass Ernst uns seine Wohnung und den Stellplatz zur Verfügung stellt, weil ohne das hätten wir überhaupt gar keine Chance, unsere Bilder so zu machen. Weil erstmal brauchen wir natürlich relativ gute Lichtverhältnisse und zum anderen ist es einfach so, dass wir auch eine Sicherheit brauchen. Wir müssen ja unsere Sachen irgendwo lagern und La Paz ist jetzt nicht die sicherste Metropole und dementsprechend sind wir sehr, sehr froh, dass wir hier einen Hinterhof haben, das Auto steht da und hier können wir ganz in Ruhe arbeiten. Und es ist noch eine ganze Menge vor uns. Also bisher haben wir die Fotos geschafft und der ganze Rest, den ihr hier seht, den müssen wir noch fotografieren. Also bevor es hier bei uns weitergeht, müssen wir aber noch was machen, nämlich einen Ölwechsel. Der ist einfach mal wieder fällig. Wir machen den ja immer so nach 8.000, 9.000 Kilometern, einfach weil wir viel im Dreck fahren, weil der Motor schon ganz schön leidet. Und wer sein Auto liebt, der macht es halt so oft wie möglich. So, jetzt habe ich eigentlich immer... Also ich stehe ja völlig auf Liqui-Moly, also wir haben immer 10W40 von Liqui-Moly benutzt und es hat auch immer gut funktioniert. Synthetisches Öl, total toll. Ich weiß, dass ich das in Bolivien nicht kriege, deswegen habe ich ein bisschen gesucht und war in mehreren Ölhändlern, also wie heißen die, Lubricentros, also da, wo sie den Ölwechsel machen. Und habe mir wieder gefragt, 10W40 Diesel gibt es hier wohl nicht. Ja. Es gibt eine mexikanische Firma, aber die Flasche sieht schon so schrecklich aus, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann habe ich ein bisschen gesucht und irgendwann fand ich dann halt von Repsol wenigstens mal europäisches Unternehmen, 10W40, Volkswagen-Freigabe, alles toll. Als ich das Ding mitnehme, denke ich dann aber, das hat mir aber auch ein bisschen Ölfleck und hier sieht das Etikett so ein bisschen angegangen aus. Das bedeutet ja, dass da schon Öl rübergelaufen ist, sonst würde das ja nicht so aussehen. Und hier oben ist auch ölfeucht. Dann habe ich nochmal genau geschaut und schaut mal hier. Hier war zu, also das war zu, das konnte ich nicht aufmachen. Aber das Ding hier, das war schon geöffnet. So, und dann habe ich mein tolles Näschen genommen, einfach mal die Nase reingehalten und gemerkt, das riecht nicht nach vollsynthetischem Öl, was es angeblich sein soll. Vollsynthetisches Öl riecht eigentlich nicht dolle. Mineralöl riecht. Das heißt also, das ist wahrscheinlich anderes Öl hier drin. Dann habe ich mir das hier in die Gefäße reingekippt, also hier 1, hier 2. Und siehe da, wenn ich das hier bewege, bewegt sich das fast wie Wasser, das 10W40. Also ein bisschen dickflüssiger, kannst du sagen, wie, ich würde sagen so, ja, ein bisschen so wie zerlassene Butter. Ja? Aber das hier, das ist so zähflüssig, das ist richtig klebrig, es klebt. Ja? Das andere, da klebt überhaupt nichts. Ja? Das heißt, die haben hier irgendwann was anderes reingefüllt, typisch Bolivien. Immer testen, echt, wenn ihr Öl kauft, kauft nicht einfach blind. Ich habe es jetzt gekauft, ich schmeiße es aber weg. Werde ich nicht reinkippen, weil es einfach nicht das ist, was draufsteht. Wenn es erstens nach mineralischem Öl riecht und dann auch noch so dickflüssig ist, dann kann das kein CW40 sein. Also machen wir den Ölwechsel nicht mit diesem, sondern kaufen nochmal ein neues. Ja, und was wir auch noch wechseln möchten oder müssen, ist unser Bremslichtschalter. Ihr habt es ja vielleicht gesehen in einem unserer Videos vorher, es ist uns ja der Bremslichtschalter explodiert, ja, also was kein anderer kennt, was wirklich nur bei uns wahrscheinlich wieder passiert. Und ich habe zum Glück hier einen Bremslichtschalter von einem T3 bekommen. Das ist auch nicht aus dem Teilehandel, sondern wirklich aus einem T3 raus. Das sollte also passen. Und witzigerweise ist hier das Gewinde auch anders als von dem, den wir damals den Alessandra damals im Teilehandel gekauft hat. Obwohl Nummer gleich ist, alles gleich ist das einfach ein anderes Teil. So, den knallen wir jetzt da rein, in der Hoffnung, dass unser Bremslicht dann wieder funktioniert. Und dann tauschen wir auch noch eine Leuchte aus, weil die hat nämlich auch nicht mehr funktioniert vom Licht. So, und dann sollten wir eigentlich wieder bereit sein für die nächste Strecke. Dann geht's weiter. Nämlich ganz schön was vor uns. 2.500 Kilometer. Dafür soll das Auto funktionieren. Also, Bremslichtschalter. Ist auch ganz einfach. Beim T3, ich habe gedacht, das ist komplizierter, aber ist nicht kompliziert. Wir müssen einfach nur das Cockpit raus und dann kommt man direkt an die Schraube ran, kann die wegschrauben und kann den Schalter wechseln. So. Da wir aber noch vorher unsere Kabel ziehen müssen, die habe ich unten festgemacht, muss ich auch noch die Abdeckung vom Lenkrad wegmachen.
Und ich an die Kabel ran, lege die wieder nach oben. Wie rum der gepolt wird, ist egal, der schaltet ja nur zu. Also es wird halt eben zugeschaltet. Also ob man jetzt plus dahin macht oder plus dahin macht, ist völlig wurscht. So, das machen wir jetzt und ich hoffe, das Ding passt. So, jetzt muss noch das ganze Cockpit rausgeschraubt werden. Das muss man aber gar nicht abmachen, das muss nur hoch ein Stück. Und dann ist hier unten drunter die Schraube für das Bremslicht. Oder der Schalter für das Bremslicht. Also da ist er, da ist der Schalter fürs Bremslicht. Den tun wir jetzt raus mit einem 22er Schlüssel. Und bevor wir das machen, tun wir da aber ein kleines Tuch drunter, weil die Bremsflüssigkeit ist ja extrem korrosiv. Und wollen wir natürlich nicht, dass die aufs Metall geht. Und dann schrauben wir das Ding aus und schrauben das neue Ding ein. Mehr müssen wir gar nicht tun. Ja, haben wir denn das Licht, ey? Ist das weggepackt? Na egal, so. So, da sitzt da der Junge. Angeschlossen ist er auch wieder, aber wir haben hier einen kleinen Abstand drin. Bin ich nicht ganz so zufrieden. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das dicht ist. Ich musste ganz schön anknallen. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, ob das wirklich funktioniert, dicht ist. Ich habe da ein bisschen Klopapier immer hintergepackt, gebremst. Sieht es erstmal gut aus, kein Tropfen. Wenn das so bleibt, können wir fahren. Bin ich glücklich. Bremslicht geht wieder, Lichter haben wir alle gereinigt, Rückfahrlicht ist auch erneuert. So, und jetzt gucken wir uns noch das Getriebeöl an vom Stand her. Da verlieren wir auch durchgehend. Füllen das wieder auf und dann, ja, dann sind wir eigentlich fertig. Es geht endlich weiter. Wir waren jetzt 2 Wochen hier an einem festen Platz, haben gearbeitet wie die Tiere. Und jetzt geht es weiter in eine ganz neue Richtung, völlig ungeplant. Alles neu, aber es musste sein. Wir können nicht mehr, wir brauchen eine Pause, wir sind völlig ausgebrannt. Und deswegen fahren wir nach Paraguay. Und das sind 2.500 Kilometer bis dahin, wo wir wollen. Wird eine lange Tour, ihr kommt natürlich mit. Und ja, und dann werden wir uns erstmal für eine Zeit lang trennen, weil Alessandra nach Italien fliegt. So, auf geht's. Alles fertig? Baby, bist du listo? Ja. Auf geht's. Also, los, raus hier und dann ab durch La Paz. Die Stadt des Grauens beim Fahren. Das ist unser Gastgeber Ernst. Und wir sind ihm super dankbar, dass wir hier sein durften. Wir hatten auch mit ihm ein sehr schönes Interview gedreht, aber das Material finden wir leider nicht wieder. Ciao, 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 ciao. Für uns geht's in Richtung Paraguay. Und wir sehen uns in der nächsten Woche.